Guten Tag an alle. Ich bin Peter und herzlich willkommen bei Wow Spoken German. Heute haben wir ein sehr interessantes und wirklich alltägliches Thema für euch. Es geht um etwas, das vielen Menschen passiert. Adele, weißt du, was mir letzte Woche passiert ist? Guten Tag, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr einschaltet. Peter, nein, ich weiß es nicht. Erzähl mir alles. Ich bin sehr gespannt. Also, stell dir vor, ich stand morgens vor meiner Wohnungstür und wollte die Tür aufmachen. Ich habe in meine Tasche gegriffen, einmal, zweimal, dreimal, aber der Schlüssel war einfach weg, einfach verschwunden. Oh nein, das ist wirklich unangenehm. Ich kann mir vorstellen, wie du dich gefühlt hast. Und was hast du dann zuerst gemacht? Hattest du vielleicht einen Ersatzschlüssel irgendwo? Leider nein. Ich hatte keinen Ersatzschlüssel, das war mein erster Fehler. Also habe ich schnell mein Telefon herausgenommen und im Internet einen schölzerten Schlüsseldienst gesucht. Zum Glück gibt es heute das Internet. Das stimmt. Das Internet ist wirklich praktisch in solchen Situationen. Man findet in wenigen Sekunden alle wichtigen Informationen. Und liebe Zuhörer, habt ihr schon einmal euren Schlüssel verloren? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir lesen eure Nachrichten wirklich gerne. Ja, bitte schreibt uns. Es würde uns sehr interessieren, eure Erfahrungen zu hören. Also, ich habe den Schlüsseldienst angerufen. Eine freundliche Frau hat abgenommen und gesagt: Guten Tag, Schlüsseldienst Müller, was kann ich für Sie tun? Interessant. Und was hast du geantwortet? Wie erklärt man eigentlich sein Problem auf Deutsch? Das ist sehr nützlich zu wissen. Ich habe gesagt: Guten Tag, ich brauche dringend Hilfe. Ich stehe vor meiner Wohnungstür und habe meinen Schlüssel verloren. Können Sie mir helfen? Das Wort dringend ist sehr wichtig hier. Es bedeutet, ich brauche Hilfe sofort, nicht morgen, nicht in 2 Stunden, jetzt. Das ist ein hervorragendes Beispiel. Klar und deutlich sprechen. Das ist immer wichtig, besonders wenn man Hilfe braucht. Und das Wort dringend, merkt es euch, liebe Zuhörer, ihr könnt es auch sagen, ich brauche dringend einen Arzt. Oder das ist dringend wichtig. Genau, sehr vielseitig. Die Frau am Telefon war sehr professionell. Sie hat ruhig gefragt: Wie ist Ihre Adresse? Das bedeutet natürlich: Wo wohnst du? Ich habe ihr meine Straße, die Hausnummer und den Stockwerk angegeben. Ah, man muss auch den Stockwerk angeben. Das ist wichtig, damit der Schlüsseldienst die richtige Wohnung findet. Und dann hat sie noch etwas gefragt? Ja, sie hat gefragt: Haben Sie einen Personalausweis oder Reisepass dabei? Das hat mich zuerst überrascht. Ich dachte: Warum brauchen die meinen Ausweis? Das fragen sich bestimmt auch unsere Zuhörer. Warum muss man beim Schlüsseldienst seinen Ausweis zeigen? Das klingt vielleicht komisch auf den ersten Blick. Sehr gute Frage, Adele. Der Schlüsseldienst muss sicherstellen, dass man wirklich in dieser Wohnung wohnt. Es wäre ja sehr gefährlich, wenn jemand sagen könnte: Öffnen Sie bitte diese Tür, und der Schlüsseldienst macht es einfach, ohne zu fragen. Das wäre ein Sicherheitsrisiko. Das macht total Sinn. Sicherheit geht vor. Und liebe Zuhörer, lernt heute das wichtige deutsche Wort Ausweis. Ein Ausweis ist ein offizielles Dokument mit euren persönlichen Daten und eurem Foto. In Deutschland gibt es den Personalausweis. Das ist die kleine Karte, die jeder deutsche Bürger hat. Genau. Und dann gibt es noch den Reisepass. Das ist das größere Heft, das man zum Reisen ins Ausland braucht. Ich hatte zum Glück meinen Geldbeutel in der Tasche und darin war mein Personalausweis. Puh. Gut, dass du ihn dabei hattest. Ohne Ausweis hätte der Schlüsseldienst dir vielleicht nicht helfen können. Und wie lange hat er gebraucht, bis er bei dir war? Die Frau am Telefon hat gesagt: Wir sind in etwa 20 Minuten bei Ihnen. Das war gar nicht so lange. Ich musste also 20 Minuten warten. Ich habe mich auf die Treppe vor meiner Tür gesetzt und auf mein Handy geschaut. 20 Minuten. Das ist wirklich schnell. Habt ihr das gehört, liebe Zuhörer? In etwa 20 Minuten. Das bedeutet ungefähr 20 Minuten. Nicht genau 20, sondern ungefähr. Das ist ein sehr nützlicher Ausdruck. Man benutzt ihn oft im Alltag. Zum Beispiel sagt man auch: Ich bin in etwa 1 Stunde fertig. Oder: Das Restaurant ist in etwa 5 Minuten von hier. Das Wort etwa macht den Satz weicher und realistischer. Super erklärt. Und dann ist der Schlüsseldienstmann angekommen. Wie war er? Ein junger, freundlicher Mann ist mit einem kleinen Lieferwagen vorgefahren. Er hat sich höflich vorgestellt. Guten Tag, mein Name ist Herr Schneider. Ich bin von Schlüsseldienst Müller. Sind Sie der Herr, der angerufen hat? Ah, er hat sich mit seinem Namen und seiner Firma vorgestellt. Das ist sehr professionell. Und wie war die weitere Unterhaltung?
Zuerst hat er meinen Ausweis sehr genau angeschaut und die Adresse auf dem Ausweis mit dem Schild an der Wohnungstür verglichen. Dann hat er gesagt: Okay, ich sehe das Problem. Das ist ein Sicherheitsschloss. Das dauert leider ein bisschen länger als ein normales Schloss, aber ich bekomme es auf. Super. Das Wort Schloss müssen wir kurz erklären. Das ist sehr wichtig. Auf Deutsch kann Schloss zwei verschiedene Dinge bedeuten. Erstens ein großes, altes Gebäude, zum Beispiel ein Königsschloss oder ein Märchenschloss. Und zweitens das Schloss in einer Tür, das man mit einem Schlüssel öffnet. Aus dem Kontext versteht man immer, was gemeint ist. Sehr gut erklärt, Adele. Und der Mann hat auch eine wichtige Frage gestellt. Haben Sie eine Idee, wo Ihr Schlüssel sein könnte? Haben Sie ihn vielleicht im Bus liegen lassen oder woanders vergessen? Ich habe geantwortet: Nein, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe überall gesucht, in allen Taschen, in meiner Tasche, überall. Das kenne ich gut. Man sucht überall und findet einfach nichts. Das ist sehr frustrierend. Das Wort frustrierend, das klingt auf Deutsch fast genauso wie auf Englisch, oder? Das ist praktisch für unsere Zuhörer. Ja, das stimmt. Es gibt viele Wörter auf Deutsch, die ähnlich klingen wie im Englischen. Man nennt das Anglizismen, Wörter aus dem Englischen, die auch auf Deutsch benutzt werden. Zum Beispiel Computer, Internet, Telefon, Stress. Sehr interessant. Habt ihr das gewusst, liebe Zuhörer? Viele deutsche Wörter klingen ähnlich wie englische Wörter. Das macht das Deutschlernen manchmal einfacher. Aber jetzt, was hat Herr Schneider gemacht? Hat er die Tür geöffnet? Ja, aber zuerst hat er mir erklärt, was er tun würde. Er hat gesagt: Ich werde jetzt das Schloss öffnen. Das ist ein spezieller Vorgang und es kann 5 bis 10 Minuten dauern. Bitte haben Sie Geduld und bleiben Sie in der Nähe. Das fand ich sehr höflich und professionell. Das ist wirklich toll. Er hat dir genau erklärt, was er macht und wie lange es dauert. Das ist wichtig, damit man nicht nervös wird. Und liebe Zuhörer, das Wort Geduld. Bitte haben Sie Geduld. Das ist eine sehr höfliche Redewendung auf Deutsch. Es bedeutet, bitte warte noch etwas. Bitte sei ruhig und warte. Und Herr Schneider war wirklich gut. Er hat verschiedene spezielle Werkzeuge aus seiner Tasche geholt. Ich war sehr neugierig und habe gefragt: Wie machen Sie das eigentlich? Haben Sie einen besonderen Schlüssel für alle Schlösser? Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Ich frage mich das auch manchmal. Was hat er geantwortet? Er hat freundlich gelacht und gesagt: Nein, so einfach ist es leider nicht. Wir haben spezielle Werkzeuge für verschiedene Schlosstypen und wir machen eine richtige Ausbildung dafür. Das lernt man in der Berufsschule. Das dauert mehrere Jahre. Das wusste ich auch nicht. Eine Berufsschule ist eine Schule für einen bestimmten Beruf. In Deutschland gibt es viele verschiedene Berufsschulen für Elektriker, Bäcker, Automechaniker und eben auch für Schlüsseldiensttechniker. Das System heißt duale Ausbildung. Man lernt in der Schule und gleichzeitig im Betrieb. Das ist wirklich ein tolles System. Und liebe Zuhörer, habt ihr in eurem Land auch so ein System, wo man gleichzeitig in der Schule lernt und in einer Firma arbeitet? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, das interessiert uns wirklich. Also, nach etwa 10 Minuten hat Herr Schneider es geschafft. Ein kleines Klickgeräusch und die Tür war offen. Ich bin sicher, Peter war sehr erleichtert. Erleichtert ist zu wenig gesagt. Ich war überglücklich. Das Wort erleichtert bedeutet übrigens, man fühlt sich viel besser, weil ein Problem gelöst ist. Das ist ein wichtiges Wort für solche Situationen. Und überglücklich bedeutet, man ist sehr, sehr glücklich. Mehr als normal glücklich. Schöne Wörter. Und dann kam natürlich die Frage nach dem Preis. Das ist immer das Thema, über das man etwas nervös ist. Wie viel hat es gekostet? Herr Schneider hat ein kleines Gerät herausgeholt und gesagt, das macht insgesamt 95 € für den Einsatz und das Öffnen des Sicherheitsschlosses. Das war natürlich nicht günstig, aber ich hatte keine andere Wahl. 95 €. Das ist wirklich viel. Aber in solchen Notsituationen kann man nicht wählen. Das Wort Notfall ist sehr wichtig auf Deutsch. Es bedeutet eine Situation, in der man sofort Hilfe braucht. Es gibt keine Zeit zum Nachdenken oder Vergleichen. Genau. Ein Notfall ist ein Notfall. Und ich habe bezahlt. Er hatte ein modernes Kartenlesegerät dabei, sodass ich mit meiner Bankkarte bezahlen konnte. Kein Problem. Kontaktloses Bezahlen. Das ist heute sehr praktisch und in Deutschland sehr verbreitet. Fast überall kann man mit Karte bezahlen. Und liebe Zuhörer, könnt ihr in eurem Land überall mit Karte bezahlen oder ist Bargeld noch sehr wichtig?
Schreibt uns eure Erfahrungen. Das ist wirklich ein interessanter Vergleich. Und bevor Herr Schneider gegangen ist, hat er mir noch einen sehr wertvollen Rat gegeben. Ich empfehle Ihnen sehr, möglichst bald einen neuen Ersatzschlüssel machen zu lassen. Und geben Sie ihn einer Vertrauensperson, einem Freund, einem Familienmitglied oder einem netten Nachbarn. Das ist ein ausgezeichneter Rat. Das Wort Vertrauensperson, das ist jemand, dem man vollständig vertraut. Jemand, von dem man weiß, diese Person ist zuverlässig und hilft mir, wenn ich Hilfe brauche. In Deutschland sagt man manchmal auch Vertrauensperson oder einfach jemand, dem ich vertraue. Ich habe dem Rat sofort zugestimmt. Ich habe gesagt, Sie haben absolut recht. Das mache ich auf jeden Fall noch diese Woche. Und weißt du was, Adele? Ich habe es wirklich sofort gemacht. Am nächsten Morgen bin ich direkt zum Schlüsseldienst gegangen. Das ist wirklich klug und konsequent. Und was hast du dort gemacht? Ich habe 2 Ersatzschlüssel machen lassen. Das Schöne ist, einen Ersatzschlüssel zu machen ist viel günstiger, als einen vom Schlüsseldienst zu rufen. Es hat nur 5 Euro pro Schlüssel gekostet. 10 Euro für 2 Schlüssel, das ist viel besser als 95 Euro. Ha, das stimmt. 10 Euro ist viel günstiger als 95 Euro. Das ist eine gute Lektion. Manchmal ist Vorbereitung viel billiger als die Lösung eines Problems. Auf Deutsch sagt man, besser sicher als sorry, aber eigentlich sagt man auf Deutsch, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ein perfektes deutsches Sprichwort. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das bedeutet, es ist besser vorher vorsichtig zu sein, als später den Schaden zu beheben. Merkt euch das, liebe Zuhörer. Wunderschönes Sprichwort. Und jetzt bin ich sehr neugierig, Peter. Hast du deinen Schlüssel am Ende gefunden? Ja, und das ist das Komischste an der ganzen Geschichte. Als ich endlich in meiner Wohnung war, habe ich angefangen, alles zu durchsuchen. Alle Schubladen, alle Taschen, alle Rucksäcke. Und nach einer Stunde Suchen, Wo war er? Ich bin so gespannt. er war in meiner alten Winterjacke. Ich hatte am Morgen meine Frühlingsjacke angezogen und vergessen, den Schlüssel vorher umzustecken. Der Schlüssel lag einfach ruhig in der Tasche der Winterjacke, die ich schon seit 3 Wochen nicht mehr getragen hatte. Ha, das ist wirklich zum Lachen. Aber das passiert wirklich vielen Menschen. Ich kenne das selbst. Man sucht überall und am Ende war es so einfach. Und ihr, liebe Zuhörer, habt ihr etwas Ähnliches erlebt? Habt ihr schon einmal etwas sehr lange gesucht und es an einem ganz einfachen Ort gefunden? Schreibt uns eure lustigsten Geschichten in die Kommentare. Ja, bitte schreibt uns. Wir lachen sehr gerne mit euch. Diese Momente gehören zum Leben. Und nun, was haben wir heute zusammen gelernt? Adele, kannst du die wichtigsten Punkte zusammenfassen? Sehr gerne. Heute haben wir viele nützliche alltägliche Wörter gelernt. Schlüsseldienst, Schloss, Ausweis, Personalausweis, Notfall, Ersatzschlüssel, Vertrauensperson, Berufsschule, Geduld, erleichtert und überglücklich. Wir haben auch gelernt, wie man sein Problem klar und deutlich auf Deutsch erklärt, und wir haben das schöne deutsche Sprichwort gelernt: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ausgezeichnet. Und der praktische Tipp für alle, macht heute noch einen Ersatzschlüssel und gebt ihn einer Vertrauensperson. Das ist günstig, einfach und spart euch viel Stress. Und wenn ihr mehr Deutsch lernen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal Wow Spoken German. Genau, drückt auf die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wir haben jede Woche neue, spannende Geschichten aus dem deutschen Alltag für euch. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und teilt sie mit Freunden, die auch Deutsch lernen möchten. Je mehr Leute Deutsch lernen, desto schöner. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Episode. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Tschüss und bis bald bei Wow Spoken German.